Münzen waren bereits bei der Erfindung von Münzen in der Antike als Zahlungsmittel gedacht. Dazu dienen sie auch heute. Das heißt, die gesamte Bevölkerung hat sie in den Händen und deshalb dienen sie auch zum Transport von Botschaften. Ich habe euch heute eine Sammlung antiker Münzen mitgebracht, eines privaten österreichischen Sammlers von Hermann Niedermeyer. Und wir sind sehr dankbar, dass wir diese in unserem Projekt Eurasian Transformations benutzen dürfen. Es handelt sich um eine komplette Sammlung von Münzen des sogenannten Kushaner Reiches, das vom 1. Jahrhundert bis ins 4. Jahrhundert unserer Zeitrechnung bestanden hat. Und wir haben tatsächlich eine komplette Sammlung von den ersten, frühesten Königen dieses Reiches bis zum letzten König Mitte des 4. Jahrhunderts. Was wir auf den meisten Münzen finden, ist auf der einen Seite das Porträt des Königs mit einer Inschrift mit dem Namen und dem Titel des Königs, allerdings in verschiedenen Sprachen, was für mich als Sprachwissenschaftlerin besonders wichtig ist. Auf der anderen Seite finden wir sehr häufig Gottheiten mit dem Namen der Gottheit. Auch das ist sehr spannend für mich als Sprachwissenschaftlerin. Es ist aber auch kulturwissenschaftlich sehr spannend. Wir finden aber auch andere Motive. Wir haben 2 Münzen, wo wir Tiere dargestellt haben. Und zwar auf der einen Seite ein Zebu, auf der anderen Seite ein baktrisches Kamel. Und gerade die Viehhaltung und das Kamel als Transportmittel war natürlich extrem wichtig für den Seidenstraßenhandel. So, ich nehme mal die älteste und die jüngste Münze heraus. Wir haben hier die älteste Münze dieser Sammlung, die ins sehr frühe 1. Jahrhundert datiert wird. Sie sehen, sie ist sehr klein, es ist eine Silbermünze. Und hier haben wir die jüngste Münze, die in die Mitte des 4. Jahrhunderts datiert wird. Das ist eine mittelgroße Goldmünze. Bei dieser frühesten Münze sehen wir noch sehr schön, dass die Abbildung des Königs Züge der Steppenkultur trägt. Bei der letzten Münze sehen wir auch den König, aber bereits in einer sehr anderen, stilisierten Art, wie er sich darstellt. Und sehr schön sehen wir hier vor allen Dingen Brahmi-Schrift. Das heißt Mittelindisch in Brahmi-Schrift, was in dieser späten Zeit uns zeigt, dass der indische Raum für das Kushaner Reich sehr viel bedeutender geworden ist als der Steppenraum. Münzen sind Zahlungsmittel. Münzen waren bereits bei der Erfindung von Münzen in der Antike als Zahlungsmittel gedacht. Dazu dienen sie auch heute. Sie sind weit verbreitet, das heißt, die gesamte Bevölkerung hat sie in den Händen und deshalb dienen sie auch zum Transport von Botschaften der Münzherren, der Präger, in diesem Fall der Kushaner Könige. Und wir sehen in den Bildmotiven und in den Inschriften etwas über das Selbstbild, über die Herrscheridentität dieser Könige. Und deshalb können wir auch 1:1 über die Bildmotive, über die Inschriften rückschließen, wie sich diese Herrscher selbst gesehen haben, was ihnen wichtig war. Und das ist in der heutigen Zeit auch so. Wir sehen ja, dass heute die Motive, die wir zum Beispiel in der Europäischen Union haben, etwas über das Selbstverständnis, das Selbstbild auch der Europäischen Union aussagen. Das Kushaner Reich war ein sehr wichtiger geopolitischer Player und dieser Raum, Zentralasien, insbesondere Nordafghanistan, ist immer noch aufgrund seiner geografischen Lage sehr wichtig für den Weg vom iranischen Hochplateau nach Indien. Und viele heutige Probleme dieses Raums, Konflikte, aber auch kultureller Austausch, haben wir so auch schon in der Antike gehabt. Das heißt, um diesen Raum zu verstehen, müssen wir bis in die Antike hinein und kulturelle und politische Entwicklungen aufzeigen.